Rot und Nizza aufs Podium. Ich hoffe, dass es nicht heiß ist. Da denke ich nur an Rot. Gesunde Ernährung ist das A und O. We are all systems go. Just look at Magnus go. He is absolutely flying. This is what triathlon is all about. World record. Hier ist der Chef hier. Was haben wir denn? 7:03 Uhr. Ja, Junge, wann wollten wir im Wasser sein? 7 Uhr. Ja. Ich tue jetzt so, als würde ich mich immer warm machen. Ich wollte gerade sagen, das machst du doch mal nie. Das ist nur Show, oder? Das Aufwärmen. Ja. 10% sein Leben hinterfragen. 7:11 Uhr. Das ist was für die Geschichtsbücher. Also Ziel ist heute erstmal ungefähr 2000 Meter wach werden und dann überlegen wir, ob wir hart schwimmen. Das ist die harte Realität. So. Knapp 5 Kilometer, ich glaube 4,67887. Ich bin heute locker geschwommen, ich war jetzt 2 Tage oder 3 Tage, weiß ich gar nicht, im Wasser. Einfach trainingsplantechnisch hat sich das so ergeben. Und dann waren die Arme doch ganz schön schlecht und ich entscheide das meistens morgen schon relativ flexibel, das haben wir mit Björn abgesprochen, dass ich, wenn ich mich noch nicht gut fühle, keine guten Arme habe oder whatsoever, dass ich dann das Training auch dementsprechend anpassen kann. Das heißt, ich bin keine Intervalle geschoben, die schwimme ich dann eher morgen. Und genau, die Flexibilität nehme ich mehr. Also die Intervalle irgendwann in der Woche schwimme ich die, aber heute hatte ich echt keine guten Arme. Ich sag mal, gesunde Ernährung ist das A und O. Also eine gesunde Grundlage. Aber man muss sich auch nicht geißeln. Man macht das ja schon genug im Training. Also ich bin ein Kind des Ruhrpots. Ich komme aus Essen oder aus der Nähe von Essen und habe meine Jugend damit verbracht, Fußball zu spielen und alle möglichen anderen Sportarten auszuprobieren. Judo, Handball, Streethockey. Und dann hat mein Vater irgendwann 2008, glaube ich, seinen ersten Ironman gemacht, hat Triathlon gemacht, vorher Marathon gelaufen. Ich dachte, der ist einfach irre, dachte ich. Klar. Und dann hatte ich einen Skiunfall 2011. Und da habe ich meinen Schienbein zertrümmert, mein Wadenbein gebrochen und dann war ich erstmal an Krücken gebunden. Und dann im Rahmen der Reha bin ich ins Schwimmbad Aquajoggen und schwimmen gegangen. Und irgendwie hat sich das dann durch Zufall ergeben, als ich mit Triathlon angefangen habe. Das heißt, da warst du wie alt? 16. Dann habe ich auch tatsächlich in dem Jahr danach meine erste deutsche Meisterschaft in Triathlon in Grimma 2012 gemacht. Also ich habe direkt angefangen und direkt, aber dann auch 100%, nicht mehr Fußball gespielt und mein gesamtes Dasein in Triathlon investiert. Und ich war dann immer so, entweder ganz oder gar nicht und hatte dann schon früh den Traum, ich will Profi werden. Ich war immer hungrig quasi, habe nie Erfolge in der Art feiern können, wie ich sie gerne gewollt hätte und habe viel Lehrgeld bezahlt in den ersten Jahren, weil ich mich halt ranarbeiten musste. Erstmal die Trainingsjahre in den Körper kriegen. Meine Eltern haben mich unterstützt, so gut sie konnten, aber es war auch endlich, weil ich musste auch irgendwie das Studium finanzieren, irgendwo leben und habe dann auch mein Erspartes komplett aufgebraucht. Und dann dachte ich 2018 mal, okay, jetzt ist es eigentlich vorbei. Ich habe keine Kohle mehr und das ist jeder, der Triathlon auch weiß, wie teuer das ist. Und dann hatte ich so ein Angebot bekommen aus Holland, die so ein Team aufgemacht haben, um Jorik van Ektem herum, ein sehr erfolgreicher Kurzdistanzathlet. Und die Chance habe ich dann ergriffen, weil das für mich so das Einzige war, okay, ich mache ein Fernstudium, ich kann von überall studieren.
Und teilweise eine echt einsame Zeit, weil das waren alles Holländer und die sind immer nach Hause gefahren und ich war dann immer oft allein, habe da einfach gegrindet, einfach trainiert. Kopf runter und einfach gemacht. Und das waren auch ein paar echt, ich sag mal, lehrreiche, aber auch harte Jahre. Ich sag mal, der Höhepunkt auf der Mitteldistanz war ja 23, der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft. Mit Freddy und Rico auch auf dem Podium. Das war echt cool. Und dann kam ja im Jahr darauf oder auch schon in dem Jahr der Switch, wenn ich jetzt eingegangen bin auf die lange Distanz. So, Dille. Einfach mal Vatikan reinwerfen. Mal Kaffee als Stärkung für die dritte Einheit, oder wie? Kaffee als Stärkung vor jeder, außer vom Schwimmen. Zu deinem Leidwesen. Bei der Uhrzeit definitiv. Ich schätze jetzt ab, wie viel da rein muss. Aber wenn der jetzt perfekt rausläuft, ne? Das wäre, Oh. Sind wir doch schon fertig. Der lief doch anständig raus. Was sind eigentlich so, wenn du mir jetzt ein Hauptziel sagen würdest für die Saison? Ich würde gerne einen Schwan in den Kaffee gießen können. Und zwar nicht nur per Zufall. Roth und Nizza aufs Podium. Das ist meine Ansage. So. You heard it here first. Ich bin echt schon ganz fit, aber halt auch nicht rennfit. Das heißt, ich investiere gerade auch viel in andere Dinge, sag ich mal, als Schwimmen, Laufen und Radfahren, gerade was so Krafttraining und so angeht, Verletzungsprophylaxe. Zum Beispiel Verletzungsprophylaxe, eines der wichtigsten Themen ist, immer gut koffeiniert sein. Kurze Konzentrationsphase. Ich gebe mir eine 7,2 von 10. Zweiter Versuch. Oder? Ja. Ja, natürlich, irgendwie auf der einen Seite war es halt ein mega cooles Erlebnis, das Ganze drumherum, aber dann am Ende waren es, glaube ich, 28 Sekunden auf 3, ich glaube 50 Sekunden auf 2. Das ist natürlich schon irgendwie auch auf der anderen Seite ein bisschen bitter, ne? Weil es so eng war, aber dadurch bin ich natürlich noch nicht gesättigt und habe natürlich Bock, jetzt das nochmal zu verbessern auf jeden Fall. Also wir haben jetzt 2 Einheiten, 3 Einheiten, ist das bei dir normal oder? Ja, an Belastungstagen habe ich so 5 Stück die Woche, 5 bis 6. Ich trainiere schon 3 Einheiten meistens. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich auch immer noch so ein paar Minuten Mobi drin und halt hier nochmal so ein bisschen Beine durchbewegen, dass du nicht ganz kalt losläufst. Aber da wir ja schon 2 Einheiten im Körper haben, muss man sowieso so ein bisschen schon vorgewärmt. Ich bin mal, oh, ja, fängt jetzt ja an zu regnen oder was? Das haben wir nicht bestellt.
Visualisierst du Rennen eigentlich im Training immer mal wieder, dass du so sagst, yo, ich bin gerade bei Kilometer so Ja, und guck so? mal, film mal nach vorne. Das ist mein Kanal in Rot. Das ist mein Deich. Da denke ich nur an Rot. Professionell ist, wenn man mit Wahoo läuft, mit Tacho. Weil wer braucht schon eine Uhr? Wichtige Frage, wie viel Screentime pro Tag? Das ist meine Arbeit, ja? Ich rechne das ab. Klappe die 5. Im Wasser ist, glaube ich, ganz einfach, sich das Rennen so ein bisschen einzuteilen. Man schwimmt erstmal ein kurzes Stück bis zur ersten Boje, ist im Kanal, man hat immer Menschen, die man sieht, das heißt, man ist nie einsam und kann sich da, finde ich, auch motivational so ein bisschen dran aufhängen. Dann so einen langen Rückweg, aber bei jedem Mal, wo man dann nach rechts atmet oder nach links, siehst du eigentlich Menschen. Ich finde, das macht das Ganze viel kurzweiliger, lenkt einen teilweise auch so ein bisschen ab. Deswegen würde ich da einfach versuchen, das so ein bisschen aufzusaugen und nicht zu überziehen. Und dann kommt ganz viel auf die richtige Verpflegung an. Nimm dir Zeit, um dich zu verpflegen, auch schon beim ersten Wechsel direkt dir was zu essen zurechtlegst und dir da vielleicht nochmal ein paar Sekunden Zeit nimmst. Und dann geht's aufs Rad. Ich finde, die Runde ist sehr abwechslungsreich. Guck, in welchen Passagen du isst. Dass es nicht vielleicht in der Abfahrt ist, sondern an einem Anstieg oder in einem Stück, wo es halt ungefährlich ist. Landschaftlich ist es super abwechslungsreich, was ich finde, dass das relativ schnell vorübergehen lässt und vielleicht so einteilen, dass man nach der ersten Runde noch ordentlich was im Tank hat. Man kann sich, glaube ich, das Rennen insoweit einteilen. Klar, der Schwimmstart hat was ganz Besonderes. Das Aufsteigen aufs Rad und die tausenden Zuschauer auf der Brücke, davon zehrt man. Und auch an den verschiedenen Stimmungsnestern an der Radstrecke. Das ist auch mental immer cool, wenn man weiß, okay, gleich kommt der Solare Berg oder gleich kommt wieder die zweite Runde, wo einfach super viele Menschen sind und vielleicht auch Leute, die man kennt, seine Familie und Freunde, die einen dann über die Strecke tragen. Und da kann man sich dann wieder auf das nächste Stimmungsnest und die nächste Verpflegung dementsprechend auch freuen und sich dann da so entlanghangeln. Wie machst du es anders, wenn es jetzt so heiß ist? Ich hoffe, dass es nicht heiß ist, wie viele andere wahrscheinlich auch. Aber wenn es heiß ist, ist es heiß. Da ist auf jeden Fall nochmal viel wichtiger, genug Flüssigkeit aufzunehmen, schon auf dem Rad, weil du einmal im Defizit bist, ist es halt nicht so cool. Schauen, dass man genug trinkt, auch genug Elektrolyte aufnimmt. Und da auf jeden Fall schauen, dass man vielleicht ein bisschen weniger hoch seine Kohlenhydrate dosiert und weniger Gramm pro Stunde aufnimmt, weil der Magen, glaube ich, in der Hitze einfach nicht so viel aufnehmen kann. Und dann gerade beim Laufen jede Verpflegungsstation sich Zeit nehmen, vernünftig zu kühlen, viel trinken und das auch gerade am Anfang schon vom Marathon, weil ich glaube, dass dann spätestens auf der zweiten Marathonhälfte, wenn man sich am Anfang Defizit einfängt, es schwieriger wird und wenn man von Anfang an dran bleibt mit dem Kühlen, auch wenn man denkt, man braucht das noch nicht so sehr, dann, ja, glaube ich, ist das ein großer Vorteil.